hello and welcome on behalf of the Goethe Institute. My name is Tatjana Braun. I am a program curator at the Goethe Institute Montreal, and I'm very happy to welcome you to today's talk with German documentary filmmaker Thomas Heise and Barbara Thiriot. Just for you to know, we'll have the discussion between them going on, and then there'll be a short Q&A session at the end. So you'll have the opportunity to type in your questions. There will be a Q&A function in Zoom activated for you. So you can type in your questions and we'll hand them over to the speakers. And there are also translations. The talk will happen in German. And there will also be translations available that you can switch on the bottom of your Zoom screen. Yes, so now I hand it over to Béatrice Langlois from Cinéma Moderne. Thanks a lot. Bonjour, alors merci à tout le monde d'être ici en ce moment. Au début, j'aimerais remercier le Cinéma Moderne, à remercier tout le monde qui permet cette discussion virtuelle en ce moment. Alors, merci Thomas Heise, Barbara Thiriot, Tatjana Braun et l'Institut Goethe, ainsi que Union Docs. Nous sommes très heureux et honorés de collaborer avec vous pour souligner cette journée historique pour l'Allemagne, mais aussi pour le monde entier. Heimat is a Space in Time est un documentaire totalement remarquable dans lequel Thomas Heise nous fait découvrir un siècle de l'histoire allemande à travers des lettres personnalisées et des archives. C'est d'ailleurs un film qui a gagné plusieurs prix, dont le prix spécial du jury au RIDM en 2019. Nous vous recommandons d'aller visionner sur notre plateforme en ligne au cinémamoderne.com. Je laisse maintenant la parole. So, merci beaucoup à Béatrice et au Cinéma Moderne pour cette belle introduction et collaboration. Je vais continuer en anglais maintenant. Today is a very special day, as Beatrice already mentioned. It's October 3rd, the German national holiday, which also marks 30 years since the German reunification on that same day in 1990, 1 year after the fall of the Berlin Wall. That historical date, its political scope and impact cannot be understood without its historical background that changed the German but also the European landscape fundamentally. Thomas Heise's film tells us a lot about these historical backgrounds through the very personal family stories that reflect the individual dramas and biographical changes that the big historical and political upheavals bring with them. So it's my pleasure to introduce today's speakers. Thomas Heise is a German author, filmmaker, and theater director. He grew up, studied, and began his career in a country that doesn't exist anymore, the German Democratic Republic. The films and radio features that he produced at that time were forbidden or did not get to be presented publicly. It's only after 1990 that his films and theater productions became recognition. He was a member of the Berlin Ensemble until 1997. Heise's films deal with social aspects in the former GDR and the German-German relations, exploring topics such as privatization, reorganization of the industrial environment, unemployment, and right-wing radicalism. His films are now regularly presented at the Berlinale, and since 2013, Heise is working as a professor for art and film at the Academy of Fine Arts Vienna in Austria. And since 2018, he is the director of the Film and Media Arts section at the Academy of Arts Berlin-Brandenburg, Germany. Thomas Heise will be in conversation with Barbara Thiriot. She is full professor at the Department for Sociology and at the Canadian Center for German and European Studies at the University of Montreal, where she teaches classical German sociology. She holds a PhD from the Max Weber Center at the University of Erfurt, as well as a habilitation from the European University Viadrina in Frankfurt-Oder. In 2018, she was writer in residence in Lviv in Ukraine. Her current research interests include contemporary Germany and sociological writing, which she combines in her latest publication, an ethnography of a German mid-sized town called Die Bodenständigen, Erkundungen über die nüchterne Mitte der Gesellschaft. So, I'll say it in German. Vielen Dank und herzlich willkommen, Barbara Thiriot und Thomas Heise. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo. Hallo. Hallo.
an unsere Zuschauer zu Hause. Hallo, Herr Reiser in Berlin. Vielleicht erstmal wollen Sie etwas vorab sagen zu Ihrem Film für das kanadische und Quebec-Publikum? Na, vor dem Film oder nach dem Film wäre die Frage. Naja, also eigentlich würde ich mich schon freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Und dann kann man ja so. Okay, also es war ja ganz viel zu gucken. Jetzt muss man ja ich habe ja schon was gesagt. Also wir müssen jetzt erstmal die Antwort. Gut. Also es geht um eine Familiengeschichte, Ihre Familie in dem Film. Und es gibt eine Figur, die nicht zu Ihrer Familie gehört. Und zwar die Figur von Udo aus Mainz. Das ist ein Liebhaber ihrer Mutter gewesen und er spielt eine ganz große Rolle in dem Film. Es ist was überraschend, vielleicht auch, weil er als etwas unsympathischer Westdeutscher, formelle, voller Vorwürfe gegenüber ihrer Mutter, die dabei ganz gut wegkommt, als sehr sympathisch und Feministin. Also welche Rolle spielt da diese Figur? Ist das so eine Art Kontrapunkt? Naja, im Dokumentarfilm ist es ja so und bei so einer Geschichte sowieso, ja. Ich kann mir das ja nicht ausdenken. Also ich muss ja mit dem leben, was ich da habe an Material. Und der Udo, den habe ich sozusagen für mich entdeckt. Den habe ich vorher nicht gekannt, das wusste ich nicht. Also ich wusste, da war irgendwas, aber nicht mehr. Und auf einmal gibt es diese Unmengen sehr, sehr langen Briefe von diesem Udo, der also ganz automatischer Schreibweise da Briefe schreibt. Und ich fand das sehr spannend, auch weil es natürlich eine Rolle spielt, wenn Sie einen Film zeigen, auch heute noch in Deutschland, und der spielt nur in der Landschaft, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dann interessiert das viele gar nicht. Und es war wichtig, dass jemand aus dem anderen Teil kommt und dass diese Konfrontation zwischen Ost und West, auch die Auseinandersetzung zwischen diesem jungen Liebespaar, was es ja war, mit Anfang 20, dass man das spürt. Und es gibt auch bei dem Udo, glaube ich, eine Menge sehr kluger Sätze, die er sagt. Also über die Entwicklung wurde er in den 50er Jahren, wenn er darüber nachdenkt, ob es einen Krieg gibt oder nicht, sagt, es wird keinen Krieg geben. Und also der Ostblock wird verlieren, aber es wird lange dauern. Und also diese Geschichten. Ja. Das finde ich schon hochinteressant, dass das ganz junge Leute sagen. So. Und auch, dass auf der anderen Seite eine junge Frau, wie damals meine Mutter, also 1948, schon im Grunde genommen über den nächsten Krieg nachdenkt und darüber, dass ihre Generation, also die jungen Leute, dass es ihnen eigentlich recht wäre, wenn es so ist, weil es die Lage vereinfacht. Auf einmal weiß man wieder, was man tun kann. Also was ist das und wofür bin ich wogegen. Das ist nicht unähnlich der gegenwärtigen Situation. Dann so viel Unsicherheit. Aber dadurch, dass er vielleicht nur ist er sehr sympathisch gekommen, weil er so spießig ist und etwas autoritär. Und, nicht so. Er ist ja auch selbstironisch. Also, ja, meinen Sie? Ja. Okay. Er sagt das, wenn er sagt, ich bin reaktionär, dann ist das natürlich auch ironisch, das weiß der. Und andererseits, es zeigt auch ein bisschen die Kontingenz, wenn man an Udo denkt und ihre Mutter, man überlegt sich, wie hätte das Leben von Rosi sein können? Weil Rosi hätte nach Westdeutschland gehen können und hätte ein ganz anderes Leben geführt. Ne? Ja, klar. Gut, dann hätte ich nicht darüber erzählen können. Also, sehr schade gewesen. Vielleicht können wir zurückkommen zum Titel des Filmes. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was die Bedeutung ist von diesem Titel. Hätten Sie andere Titel parat? Haben Sie lange überlegt? Und im englischen Titel, vielleicht auch im französischen, ist das Wort Heimat geblieben. Ich weiß, es ist ein schwieriges Wort zu übersetzen, aber trotzdem merkwürdig. Nein? Naja, es ist wirklich schwer zu übersetzen. Es gibt es im Deutschen, es gibt es interessanterweise auch im Russischen, da kann man Rodina sagen. So. Aber es gibt es in vielen Sprachen gar nicht. Und das ist so, das ist auf der einen Seite was nicht genau Benennbares, auf der anderen Seite ist aber genau das, was Heimat ausmacht, dass man es nicht genau benennen kann. Das ist eigentlich
ist oder so. Ja. Es gibt verschiedenste theoretische Ansätze, also von Benjamin bis irgendwas, aber letzten Endes ist das alles offen und das hat mir gefallen. Und das andere ist, ich habe sehr lange einen anderen Titel gehabt für den Film, der hieß mal Verschwinden. Verschwinden? Ja, das war so der Gedanke dabei, ja, dieses Verschwinden von etwas, also Zeit. Und dieser Satz, der ist mir eines Morgens eingefallen. Ich kann nicht sagen, auf einmal wusste ich den und dann habe ich gesagt, das ist es, das ist der Film. Und dann habe ich, ja, und man kann das nicht genau erklären, man kann das verstehen, kann damit etwas anfangen oder man kann damit gar nichts anfangen. Dann ist aber auch nicht schlimm. Ja. Das Es ist gibt so. ja manchmal Sätze, die man nicht versteht und die sind trotzdem, ja, akzeptieren. Ich wollte fragen, wie geht die Geschichte weiter? Denn es passt zum heutigen Anlass und auch weil der Film endet sehr düster. Also der endet 2014, 15, aber eigentlich endet der Anfang der 90er, indem sie einen Text von Heiner Müller vorlesen. Ja. Und das scheint mir alles so düster. Wie schätzen Sie die letzten 30 Jahre ein? Nein, interessant fand ich diesen Text von Heiner Müller und auch die dazugehörige Aufnahme, also das Bild. Das ist ja nicht Europa. Das ist ja eine Einstellung, die ich gedreht habe in Südamerika für einen ganz anderen Film. Das ist in Argentinien gedreht. Und da habe ich einen Film gemacht, 2012 oder irgendwie sowas, über so indigene Einwohner dort in den Bergen, ein ganz kleines Volk. Nur zu zweit, kleines Team und selbst finanziert. Und irgendwie so. Und da ist diese Aufnahme übrig gewesen. Und es gibt von Heiner Müller das Stück Der Auftrag. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und in diesem Stück, Der Auftrag, in dem es darum geht, was passiert, wenn Matrosen also den Auftrag haben, die Revolution von Frankreich zu exportieren, also nach Haiti etc. Und während sie unterwegs sind mit dem Schiff, ist inzwischen Napoleon an die Macht gekommen und der Auftraggeber ist praktisch nicht mehr da und es ist alles ganz anders. Und macht man die Revolution, ja oder nein? Das war die Auseinandersetzung. Darum ging es in dem Stück nach Anna Segers, nach einem Roman, Das Licht auf dem Galgen. Und in diesem Stück kommt ein Text vor, der beschreibt, wie jemand mit dem Fahrstuhl unterwegs ist zu seinem Chef und Angst hat, dass er nicht pünktlich ist und sowas. Und er kommt aber nicht bei seinem Chef an, sondern ist auf einmal in Südamerika und steigt aus und da ist Wüste und sieht so Leute, die versuchen, einen Motor in Gang zu setzen. Das geht nicht. Er sieht das sofort, dass das nicht geht. Aber er sagt, dieser Traum, das in Gang zu setzen, ist Hoffnung. Deswegen darf man ihm das nicht sagen, dass es nicht geht. Das ist eine ähnliche Geschichte wie die mit der Revolution. Man muss sie machen, auch wenn es nicht geht. Und das fand ich, das war für mich immer dieses Bild, wo man da in diesen Zuckerfabriken, was da im Hintergrund Rauch vorbeifährt und dieser Stadt und dem Staub, der da ist, ja, und diese Armut. Und die vielleicht auch eine Vorausschau ist auf eine Landschaft in Nordeuropa, also in Mecklenburg. Das ist ja auch von Mecklenburg die Rede. Und, es ist aber so dasselbe, also es ist nicht so unterschieden. Und das fand ich interessant. Und das war das Erste, was ich wusste von dem Film. Ja? Da war noch gar nicht von meiner Familie die Rede, sondern das war was ganz anderes. Schön. Also ich muss zugeben, ich habe gar nicht gemerkt, dass es nicht Deutschland war. Ja, das Könnte muss das man nicht ja auch nicht. Es ist egal. Es ist Aha. ganz wurscht. Also man muss das so einfach. Aha. Kann irgendwo sein. Ja, und vielleicht noch dazu, zu die Macht, zur Macht den Bildern, auch ihre Bilder, dass ich das gar nicht gemerkt habe und davon ausgegangen, ich habe es nicht erkannt, aber ich dachte, es ist irgendwo Flaches wie Ist ja so. In Mecklenburg sieht so aus. Ostdeutschland. Und wenn man sich Filme und Bilder und Reportagen aus den letzten Jahren, man pflegt bestimmte Bilder von Ostdeutschland zu zeigen. Und diese Bilder haben unsere Imagination auch geprägt und bringen weiter. Und da gibt es in ihrem Film auch solche Bilder, diese Brachstellen, die kaputte Häuser. Wie haben Sie beigetragen zu diesem
Bild, die man heute hat von Ostdeutschland? Naja, also da sind die Bilder, die wir haben, schon andere. Also die Bilder, die man sieht von kaputten Häusern im Film, sind die eines ehemaligen Flugplatzes der deutschen Luftwaffe und später der sowjetischen Luftwaffe, die dort den Flugplatz dann übernommen hat nach dem Krieg. Aber sonst gibt es das eigentlich nicht. Oder es gibt so diese merkwürdige Autobahn, die da völlig zerbrochen ist, diese kaputte Straße. Ja, das hat mit Ostdeutschland gar nichts zu tun. Da ist versucht worden, über einen Sumpf eine Straße zu bauen. Das geht nicht. Man kann nicht man kann nicht einen Teich zuschütten und dann denkt man, macht eine Straße drüber. Das geht nicht. Das ist aber passiert. Und, ja, aber ich fand, für mich war wichtig einfach die Stärke dieser Natur, einfach, die man sieht, die über alles überwächst. Und damit beginnt der Film mit diesem Schild im Wald. Hier stand also Großmutters Haus, das kann mal eine Stadt gewesen sein. Also 50.000 Jahre später ist da ein Wald und da ist nichts mehr zu sehen. Und so ist das. Also, dass man so eine Märchenstruktur hat, aus der sich das entwickelt. Ja, das ist das, was man dann so 5.000 Jahre später dann sich so erzählt, ja, was dann üblich bleibt, irgendwelche Geschichten. Man kann die nicht genau verstehen, man weiß nicht alles, aber ungefähr sieht man, wie es den Leuten geht. Ja. Und wo war das ganz am Anfang? Das ist in Brandenburg, das ist in der Nähe eines Schlosses der Bettina von Arnim, die auch die Brüder Grimm unterstützt hatten, die auch kein Geld hatten. Ja. Die hat die dort eine Weile wohnen lassen in Wiepersdorf. Und die haben in der Nähe des Schlosses in Wiepersdorf, haben die angeblich, so geht das Märchen, sage ich mal schon wieder, das Märchen vom Rotkäppchen gefunden und aufgezeichnet. Und deswegen sind die Bauern dort oder die Einwohner des winzigen Dorfes auf die Idee gekommen, dieses Rotkäppchen und die Großmutter und den Wolf aus Stahlblech zu schneiden und ihn anzumalen und in den Wald so zu tun, wenn irgendjemand da vorbeikommt. Also Rotkäppchen kommt nicht aus Nordhessen. Das ist nicht klar. Ja, ich bin nicht sicher, ob das stimmt mit der Bettina von Arnim. Also, dass sie dort gewohnt haben, die Grimms, das ist belegt. Also das gibt es alles. Ja. Aber es ist nicht, ob das mit Märchen wird. Ja. Aber Nordhessen ist wahrscheinlich dieselbe Geschichte. Das ist auch nur eine Idee. Ja. Weil Märchen gab es ja überall. Die haben das dann zusammengesetzt aus vielen Überlieferungen. So neu erzählt. Das war es ja eigentlich. Im Film sind Sie überall und nicht so präsent zur gleichen Zeit. Man erfährt sehr wenig über Sie. Und ist das nicht ein bisschen unverschämt, so viel von anderen Leuten zu erzählen, aus der Familie und über Sie? Naja, es ist eine gute Frage, weil es hat mich, ja, ich habe überlegt, ich habe gedacht, wenn ich die Liebesbriefe von allen abdrucke, ja, dann muss ich ja meine eigentlich auch abdrucken. Oder zumindest die ich bekommen habe. Und das habe ich auch überlegt. Es gibt irgendwann eine Grenze, wo das nicht mehr, wo das dann einfach nur noch eine Reihung wird. Ja. So, das war aus Platzgründen, wie ja, man schreibt in der mit Wissenschaft. Rhythmus zu tun und so. Ja. Also es sind ja auch nicht alle Figuren erzählt, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel meine Mutter hatte noch einen Bruder, mein Vater hatte ja noch einen Bruder. Das wird nur kurz erwähnt und dann ist gut. Ja. Man erfährt nichts von dem, weil das dann zu viel wäre. Also man hätte nicht. So habe ich mich konzentrieren können auf die Kerngeschichte sozusagen. Ja. Und wie ist das angenommen, Ihr Film, weil er so lang ist? War das so ein Problem? Es war ja nicht so, dass wir geplant haben, dass der Film lang wird, sondern das ist passiert. Und wir haben was gemacht, was wahrscheinlich richtig und wichtig war, nämlich wir haben beim Drehen eigentlich nicht gewusst, für was wir drehen. Es gab keine klare Festlegung zu diesem Text, dieses Bild oder sowas. Ja, mit Ausnahme von Argentinien. Das ist eigentlich was schon da war. Und auch Ostkreuz, was auch schon da war. Aber das war sehr ungefähr. Und insofern war es ganz frei. Also wir haben ganz frei gedreht. Wir hatten nicht einen bestimmten Brief im Kopf an irgendein Bild, was wir gedreht haben, sondern immer alle Briefe. Also diesen ganzen Haufen. Es war immer der ganze Haufen. Und in diesem ganzen Haufen im Kopf haben wir versucht, Bilder zu finden. Und so ist das gegangen. Und beim Schnitt war es dann so,
mir war ja klar, dass wir diese lange Geschichte haben oder diese Geschichte haben des Holocaust, die also eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das Problem ist, wenn man anfängt, also meinetwegen am Anfang des Jahrhunderts mit dem Aufsatz, der auch später erst nach vorne gewandert ist, ja, so, dann wird das auch etwas dröge. Dann ist das so eins, kommt auf ein, man weiß das alles ja, was da kommt und so. Ja. Und ich habe gedacht, was macht man, wenn der Holocaust vorbei ist, also von der Zeit her, die man erzählt hat, und wie macht man dann weiter? Das geht eigentlich nicht richtig. Und deswegen haben wir es umgekehrt gemacht. Wir haben begonnen zu schneiden mit der Liebesgeschichte von Udo und Rosi. Das war im Grunde genommen auch ganz einfach, weil es war eine Geschichte, die anfängt und die eine Auseinandersetzung hat und dann geht sie wieder zu Ende. Das ist relativ simpel. Man hat die schönen Texte, wo die sich immer streiten. Das sind ganz junge Leute und es ist irgendwie komisch. Ja. Also das ist zum Teil auch absurd, dass die da so sich um die Ohren hauen. Und was da in den Tagebüchern steht, das ist ja genauso komisch, da sie mit ihren ganzen Liebschaften und ich weiß wen und so. Ja, schön, also ist interessant. Und das war dann schon fertig. Und wir haben dann sozusagen danach den Anfang gemacht. Und wir wussten, danach geht es sozusagen lustig weiter, also nach dem Faschismus. Und das war wichtig, dass man da drüber kommt. Ja? Weil es ist ja doch nicht so, dass man da nicht betroffen ist. Also erstmal der Text und dann die Bilder. Und das war immer gleichzeitig dann. Das war nicht festgelegt, was wohin. Wir haben angefangen mit dieser Udo-Geschichte, das war relativ simpel mit dem Foto, die erste Einstellung, dieses Foto, wo die 3 jungen Mädchen im Schnee sind. Und es wird gesagt, es ist 1945 Silvester. Und vom Krieg ist nichts zu sehen, ja? Vom Elend ist nichts zu sehen. Man sieht junge Mädchen im Schnee, die feiern und lachen sich halt durch. Und dann kommen sofort Liebesgeschichten, ja? Irgendein Bauernjunge und der und das und dieses, was man so macht, wenn man 16, 17, 18 ist. Und die Bilder aus dem Vorort, ist das tatsächlich in Mainz gewesen oder ist das auch in Brandenburg oder irgendwo? Wir sind einmal nach Mainz gefahren und weil ich dieses Haus sehen wollte, was der Udo gebaut hat. Das sind diese Häuser, das ist original. Und er beschreibt das ja auch. Und das war so dieses nach dem Krieg in der Bundesrepublik, wo man relativ günstig, also über Miete sozusagen zu Hauseigentum kommen konnte. Das sind ja winzige Häuschen, das ist ja nichts Großes. Also so, ja. Aber ja, das ist so Kleinbürgerglück, ja, was da ist. Und dann fanden wir waren ja nicht vorher da. Und dann standen da diese alten Männer, lauter Udos, ja, und schieben den Schnee. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Das haben wir dann das ist sehr gut. Ja. Und haben Sie die Leute jedes Mal gefragt, ob sie drehen können? Weil man merkt an der Bahnsteig, an der S-Bahn-Bahnsteig in Berlin, dass die Leute ein bisschen unbequem sind. Ja, ist manchmal so, ja. Naja, das ist ja... Aber diese Männer, haben Sie gefragt? Die Udos? Nein. Wie? Weil die sind ja nicht was heißt sie gefragt? Also ich meine, wir sind auf öffentlichem Gelände, sie sind nicht persönlich. Wenn ich jeden frage, dann spielen mir alle was vor. Das ist Unsinn, das bringt nichts. Dann wollen das ist wirklich ein Problem. Das hat vor 15 Jahren hat das niemanden interessiert. Auf einmal wollen alle irgendwie... Für einen Soziologen ist das ein großes Problem. Hätten wir machen können. Als Soziologin hätte ich nicht die Leute so fotografieren können, in einem Buch dann nachdrücken können, dieses Bild. Ja, klar. Die werden sich wahrscheinlich... Vielleicht ist das nicht im Publikum. Es ist ja nicht heimlich, wir waren ja zu sehen. Es war für die Leute zu sehen, dass wir mit einem großen Stativ und einer großen Kamera und sowas und mehrere Personen da standen. Wenn sie gesagt hätten, was machen Sie da? Und gehen, ich möchte das nicht, dann wäre okay, dann muss man gehen. Das haben sie nicht gemacht. Ja, lauter kleine Udos. Ja, das ist auch ein bisschen... Was kommt nun da? Was kommt nach so einem großen Film? Was kommt danach da? Haben Sie eine Pause gemacht? Oder? Das ist eine gute Frage. Das ist nicht so einfach. Also das Problem, ich hatte das Problem schon mal. Ich habe vor 10 Jahren einen Film gemacht, der heißt Material. Der ist auch bei Goethe, glaube ich, zu bekommen. Und der ist auch so 2,5 oder fast 3 Stunden lang. Und es ist so das Ende der DDR und der Übergang in so. Das ist mit öffentlichem Material. Also nicht private Geschichten, sondern öffentliche. Und das ist auch so ein Film, dass man danach erstmal nicht einfach was Neues machen kann, weil das einfach einen so beschäftigt. Und dann bin ich nach
durch einen Zufall nach Mexiko eingeladen worden. Nee, erst nach Argentinien und dann nach Mexiko. Dann habe ich da was ganz anderes gemacht, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da mich erwartet, und war da lange und das war sehr schön. Und dann konnte ich wieder in Deutschland einen Film machen, und das war jetzt der Film Heimat ist ein Raum aus Zeit. Und jetzt muss ich wieder was finden, was mich ablenkt davon. Wir müssen Sie einladen, wenn es wieder Machen geht. Sie das, mache ich gerne. Ich mache dann gerne einen Film über Grizzlies oder irgendwas, ich weiß nicht. Gibt es nicht nur Grizzly? Ist das Nein, Film, aber ich hab einen Stoff, den ich mache. Es gibt so Sachen. Ja. Ich mache jetzt eine Geschichte über einen Maler und Bühnenbildner, der selber auch Filme gedreht hat mit Super 8 und versuche da was zu rekonstruieren. So umzugehen. Aber das ist auch was, womit ich sonst nichts zu tun habe, also wo ich neu was entdecken kann. Was gar nichts mit meinem Kram so zu tun hat. Also nicht mit Ihrer persönlichen Geschichte oder Geschichte? Nein. Gut, ich fand, Sie haben eine unheimlich gute Stimme, und das ist so selten. Der Film hängt sehr viel an Ihrer Stimme, und es gibt auch so einen nüchternen Soundtrack. Das ist fantastisch. Und ich kannte Sie nicht, und ich hab gedacht, das haben Sie nicht vorgelesen. Da gibt es keinen Filmregisseur oder Dokumentarfilmemacher, der so gut ist, der das Ganze lesen kann, die ganzen Dokumente. Aber das sind Sie eine ausgebildete Stimme? Wissen Sie, wie das gewesen ist? Ist eigentlich sehr, also schön, es ist wirklich schön, ja, weil ich habe immer gedacht, dass man das ich wollte, dass das eine Schauspielerin macht, eine Frau. Ja. Und wir mussten aber zum Schneiden sozusagen das ja irgendwie markieren. Und das, was ich gemacht habe, ich war der Dummy sozusagen. Und wir haben geschnitten, beim Schnitt mal beim Editor zu Hause. Er hat noch 2 Kinder, die haben 2 Kinderzimmer, und seine Frau arbeitet da auch, also ein volles Haus. Und wir sitzen da in so einem kleinen Durchgangszimmer. Und immer wenn jetzt wir das Gefühl hatten, jetzt muss wieder ein Text kommen, dann habe ich das ausgesucht und habe das sofort eingesprochen. Im Kinderzimmer seiner Tochter. Nicht Studio, sondern wirklich, also nur ein Notenständer, den Rechner auf den Notenständer gepackt und dann so. Ja. Und das ist das, was Sie hören jetzt. Und dadurch, dass kein Druck drin war und ich sozusagen wusste, es ist sowieso nicht ernst, so, ja, war es auch relativ frei. Und ich musste mich nicht anstrengen. Und man hört diese Nicht-Anstrengung. Nee, überhaupt nicht. Aber Sie hängt belegen damit zusammen. Und ich habe dann zum Teil gedacht, man muss es ein bisschen besser machen. Und das ist alles Quatsch. Da habe ich komplett weggeschmissen. Wir haben noch mal 2 Tage Studio gemacht. Die habe ich alle weggeschmissen. Nicht da. Das ging tatsächlich schnell. Sie haben das einfach so reingesprochen. Ja, einmal, ohne zu üben, ohne irgendwas. Ich habe gar nicht gewusst, was ich da sage. Ich spreche das einfach nur Text. Also das ich denke da nicht mit. Das hat keinen Sinn. Um den Text zu präsentieren, brauche ich Rhythmus, aber nicht, dass ich jetzt alles mitdenke. Ich bin kein Schauspieler, ich kann das nicht übersetzen. Also muss ich was finden, was funktioniert. Also was Ihnen, wo Sie das Gefühl haben, dass das zusammengeht. Irgendwie. Das hat viel mit Rhythmus zu tun. Und das war lange am Theater, das spielt natürlich eine Rolle. Gehör einfach. Aber jetzt sprechen Sie anders als im Film. Ja, na klar. Also jetzt ist Dialekt und es ist irgendwie, ja. Weil wollten Sie nicht ein bisschen Dialekte? Das ist auch cool, oder? Manchmal ein Dialekt oder, ne? Nee, es ist ja nicht so, dass ich habe ja nicht meine Texte vorgelesen, sondern ganz wenig von mir, sondern es sind Texte von den Personen in den Filmen. Und diese Briefe, also ich muss sozusagen mit einer Annäherung an die Person versuchen, diesen Text zu verstehen, also das zu sagen, den Brief zu lesen oder das Tagebuch oder die Nachricht. Ihre Oma, hat sie noch Wienerisch gesprochen? Manchmal. Sie hat Wienerisch gekocht vor allem. Ja. Sehr ungesund, aber gut. Ungesund, weil Fette? Ja, viel Butter und so, klar. Schlagsahne und Oberst. Würden Sie Aufträge annehmen als Stimme? Habe ich schon gemacht. Ja? Habe schon mehrfach. Ich habe für Helge Misselwitz mal was gemacht. Das war schon in der Filmhochschule. In ihren allerersten Film, da habe ich einen Heiratsschwindler gesprochen. Und es war ein Brief so von einem Heiratsschwindler, den habe ich vorgelesen. Es gibt jetzt eine Serie
ab Januar von Marie Wilke, die macht so eine 3-teilige Dokumentarserie über so Kindsentführung, Mord. So. Da habe ich auch gesprochen. Also sie hat mich gefragt und gesagt, okay, mache ich das. Weil sie auch den Heimatfilm gesehen hatte? Oder einfach so? Ja. Also sie sind auch noch entdeckt in dieser... Naja, es ist gefährlich. Also man darf das nicht, ich bin kein Sprecher, also muss ich mal sagen. Ich bin kein Sprecher, ich bin kein Schauspieler. Das ist Glück, wenn man das hinkt, wenn es stimmt. In dem Moment, wo ich versuche so zu tun, als wäre ich ein Sprecher, wird es, glaube ich, schlecht. Das ist ein Problem von Laien, wenn man mit Laien arbeitet. Und ich habe das oft gemacht, auch im Theater. Die sind am Anfang ganz toll. Wenn sie es wiederholen sollen, wird es kompliziert. Man arbeitet ja im Theater von der ersten Improvisation und dann versucht man 6 Wochen lang wieder auf diese allererste Improvisation zu kommen und das irgendwie festzuhalten. Und das geht mit Laien sehr, sehr schwer. Was wäre der Einfluss, auf das Theater, auf Ihre Filme? Gibt es da eine... Naja, es spielt schon, na klar. Also das hat was zu tun mit der Bildgestaltung, glaube ich. Also dass es um Räume geht. Oder ich spreche mit einem Kameramann und sage, ich baue eine Bühne. Also ich brauche eine Bühne oder sowas. Ja, man sieht so, das ist dann oft so gebaut oder manchmal, je nachdem. Und eben auch Sprache, also der Umgang mit Sprache. Dann weiter, könnt ihr zurückgehen zu diesen Bildern aus Ostdeutschland. Das ist so... dass ich das nicht gemerkt habe, dass es nicht durchgängig in der neuen Bundesland war, finde ich, also nicht, es spricht nicht für mich, aber das ist schon interessant. Das ist, ich finde, da gibt es so... Das ist dieselbe Situation. Also ich meine, ich habe diesen Film in Argentinien gemacht, ja, das war so 200 Jahre Bicentenaris und was da so ablief. Ja, und da war irgendwie, hat Goethe mir die Flüge bezahlt und so, ja, und auch die Unterkunft und dadurch ging es, also konnte ich selber finanzieren. So. Und es ging natürlich darum, als die Spanier dahin kamen, die haben also sozusagen die Kultur verschwinden lassen und haben ihre eigene draufgesetzt und so weiter. Man kann das ja auch in Mexiko sehen, also wie alle Kulturen immer übereinander bauen. Ja, also so, und auch die Ureinwohner vorher. Und das ist sozusagen der DDR auch widerfahren. Das ist dieselbe Geschichte eigentlich. Ja. Das verschwindet. Das ist nicht so ein Punkt, wo man das spürt. Ja, so. Und das muss gar nicht sein, dass das jetzt jeder Zuschauer bemerkt. Also das ist gar nicht die Frage. Aber es hat letzten Endes seinen Ursprung da, dass man diese, will ich sagen, Kolonisation, ja, weil es ja gleich dann wieder eine lange Diskussion gibt, aber natürlich hat es de facto so stattgefunden. Und ist der Text, den der Heiner Müller da sagt, und das ist das Entscheidende daran, ist, dass der 1992 Dinge formuliert, die wir jetzt erleben. Also das heißt fast 30 Jahre früher. Ja. Und das ist so frappierend. Deswegen ist auch das Datum erst am Schluss genannt und nicht vorn, damit der Widerspruch auffällt. Also das gibt ganz wenig so Sachen, wo wir auf sowas geachtet haben. Aber das Verschwinden in dem ursprünglichen Titel oder eingedachte Titel, das ist nicht nur das Verschwinden der DDR. Das ist nein, das ist klar. Wir verschwinden, sage ich jetzt mal, in ökonomischen Verhältnissen. Ja, so. Ja, auch als Menschen. Ne? Ja, klar. Aber aus Kanada aus gesehen, das ist immer so, wenn in Deutschland, die Leute gehen davon aus, dass Kanada ein reiches Land ist, was es auch ist, aber das ist, man lebt nicht in dem Wohlstand von Deutschland. Ne? Und da gibt es es gibt in Deutschland einen Diskurs, wo man sehr kritisch mit Deutschland umgeht. Ja? Und ich meine nicht nur unter rechte Menschen, gar nicht, unter Intellektuellen und auch in Medien. Wobei ich verstehe die Idee des Verschwinden und für die Akteure, die das erlebt haben, aber wenn man dann aus dem Ausland kommt und auf Deutschland guckt, auch ihre Zuschauer, Deutschland ist nicht das Land des Verschwindens. Naja, kommt drauf an. Also da ist schon viel passiert, wie sich Landschaften verändert haben. Also wenn sozusagen, das sehen Sie, das fängt mit Wohneigentum an, ja, wenn sozusagen die ganze Bevölkerung ausgetauscht werden. Also nicht
Das ist ja das Verrückte. Ja. Also es gibt einerseits sozusagen die Meer oder die Legende vom angeblichen Bevölkerungsaustausch durch die Flüchtlinge. Real hat es aber in Stadtbezirken in Berlin stattgefunden, also im Prenzlauer Berg. Da ist die Bevölkerung fast zweimal ausgetauscht worden, jeweils durch die Besserverdienenden, die dann reindrücken, dann die Wohnungen übernehmen und so. Es ist völlig irre. Ja. Da ist einfach eine komplett andere Landschaft entstanden mit einer komplett anderen Bevölkerung. So, und das ist, ja, und das gucke ich mir natürlich interessiert an. Das ist ja mein Job als Dokumentarist und sage, was ist ja eigentlich? Ja. Mhm, mhm. Jetzt wäre mir eine Frage. Je lis ça erstmal vor en französisch. Les détails du contexte historique en parallèle à l'histoire que vous racontez semblent parfois absents. Avez-vous volontairement choisi de vous éloigner de la chronologie des faits historiques? Si oui, pourquoi? Es geht darum, dass es im Film es nicht durchgehend chronologisch ist Ja. und dass man nicht immer weiß, wann und wo man ist. Ja. Ist das so gewollt und wenn ja, wieso? Es ist natürlich so gewollt, weil man macht es ja mit Absicht. Also man kann das geht ja nicht automatisch und von alleine. So. Aber was mich interessiert hat, war, in Schleifen zu erzählen. Also es geht schon vorwärts, aber es geht eigentlich immer so, ja, von vorne zurück und vorne zurück. Und es hat damit zu tun, dass für mich das Hauptproblem war, eben aus diesem großen Bogen zu halten. Also eine Geschichte anzufangen, eben 1912 oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts und das über 100 Jahre laufen zu lassen, ohne dass man voraussehen kann eigentlich wirklich, wie es weitergeht, weil Dinge anders sind. Ja. Und deswegen kann es also in dem groben chronologischen Verlauf immer plötzlich Sprünge geben, hin und her oder Bezüge geben zwischen meinetwegen den 60er Jahren und den 80er Jahren oder sowas. Ja. Plötzlich, bei dem Heiner Müller ist das zum Beispiel so am Schluss. Oder bei manchen Briefen oder irgendwie sowas. Ja. Oder auch wo. Es ist ein bisschen so, wenn man Ausgrabungen macht in der Wüste, dann findet man Splitter von irgendwelche Scherben von Vasen, von weiß ich was. Ja. Und es sind zu wenig Splitter, um ganz genau etwas wiederherzustellen, was es mal gewesen ist. Man muss also irgendwie ein bisschen Fantasie haben. Und mehr hat man eben nicht. Ja. Und ich dachte, das ist so eine Art, also ich finde das ganz gut, wenn so Dinge offen bleiben und man Möglichkeiten ausdenken kann. Es kann so eine Vase sein oder es kann noch eine Schale gewesen sein. Wir wissen es nicht genau. Also höchstens sowas. Und so ist das hier auch. Also ich habe gedacht, wir müssen das erzählen aus ganz später Zeit. Es werden jetzt schon 400 Jahre weiter. Wir wissen nicht mehr, wer diese Leute da sind. Mhm. Mhm. Und haben Sie sich selbst als Archäologen gesehen? Ja, das finde ich, ja, ich hab das mal für mich entdeckt. Das ist eine ganz schöne, auch diese Märchenstruktur, ich mache das sehr gerne. Dass man eigentlich erzählt, wie es war einmal. Ja. Also diese Oma da am Anfang mit der Großmutter, das ist ja nicht gesucht. Wir haben das zufällig gefunden und haben gesagt, drehen wir. Was Komisches habe ich noch nie gesehen. Ja. Mit so einem Schild im Wald, hier stand Großmutters Haus. Welche Großmutter eigentlich? Ja. Was soll das sein? So, ich fand das schön. Und ist das so, dass Sie, während Sie drehen, dass Sie schon manchmal schreiben, dass Sie schon, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie wussten schon, das wird im Film wahrscheinlich eine prominente Stelle haben? Nein, prominent nicht. Es ist nur, man kann nicht drüber wegsehen. Also wenn ich so ein Schild im Wald sehe und ich mache gerade einen Film, dann muss ich dieses Schild drehen, weil es ist mir begegnet. So. Das gehört irgendwie dazu. Ich weiß noch nicht wo. Das muss ich im Schneiderraum dann rausbekommen. Ja. Das ist wie es gibt eine Einstellung, die ich sehr liebe, das ist die mit dem Schneemann hinterm Fenster. Da ist so eine Geschichte, da erzählt Rosi, dass sie da irgendeinen jugoslawischen, weiß ich nicht, Menschen kennenlernt und die ist dann fürchterlich betrinken und sowas. Und der sie fragt in der Straßenbahn, ja, muss man sich heute mal vorstellen, da kommt ein Mann und fragt eine Frau in der Straßenbahn, kommst du mit Cognac trinken? Und die geht auch noch mit. Das ist ja heute sozusagen ein Skandal. Ja. So, ja. Und dann gibt es dazu dieses Bild, was wir durch einen Zufall
gesehen haben. Wir sind da vorbeigekommen. Ich sehe auf einmal diesen Schneemann hinter dem Fenster. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ein Schneemann im Zimmer, der rausguckt. Gibt es nicht. Das war nicht im Winter? Nein. Nein. Das Aber war im Februar, ist richtig. Aber es war nicht so, dass das, also das war ja innen. Ja. Und dann steht oben drüber noch Trinkerparadies. Also weil so in der Bahnhofstraße. Es ist absurd, ja. So eine Bilder gibt es komischerweise. Ja, dann passte das zusammen mit der Geschichte. Und ja, ist ganz simpel. Das war eine kleine Entdeckung. Es sind immer, ja, es sind Entdeckungen. Oder es gibt auch irgendwann mal, da geht es um Stadtsicherheit oder so, gibt es an einem See nahe Berlin, gibt es eine Bank. Einfach eine Holzbank. Und die ist völlig eingewachsen. Also die steht, der Busch oder das ringsrum ist durchgewachsen durch die Bank und die steht immer noch da. Und jetzt sind so Bilder einfach, ja, wie so Dinge sich verändern. Ja, super. Wir haben noch andere Fragen. Diesmal von Béatrice Langlois von Cinéma Moderne. In the beginning of the movie, there was this sequence where it is raining and the camera travels inside a bus for some time. What was there any particular symbolism in that sequence? Why choose to travel inside the bus and focus on the rain on the window of the bus? Ja. Es muss der Tram in Wien gewesen sein. Ja, ne? Die Straßenbahn in Wien. Es ist mir aufgefallen, wo ich das Material das Jahr davor praktisch transkribiert habe mit noch einem Studenten von mir, dass es mehrere abgebrochene Lebensläufe gibt. Also die Lebensläufe, die nicht zu Ende aufgeschrieben sind, sondern die so angefangen und dann hören die plötzlich auf. Und das fand ich interessant, weil warum gibt es das? Also man fragt sich das schon. Und deswegen hat mir der von meiner Großmutter gefallen, weil der auch mit so einem komischen Punkt aufhört, dass sie also einen Kommunisten heiratet. Und dann bricht das ab. Ja? Und dann spricht man nicht mehr. Und das fand ich gut. Und das ist natürlich schwierig, was nimmt man für Bilder dafür? Ja? Und es war so ein Tag in Wien und es schneite so halb und Regen und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt mit der Straßenbahn, wir drehen das mal. Und da war klar, dass man natürlich nicht durch die Fenster nach draußen guckt, sondern dass man auf die Tropfen guckt und dass draußen alles in der Unschärfe bleibt. Und damit hat man einen Raum, in dem man so einem Text auch folgen kann. Und dadurch, dass gleichzeitig die Stationen angesagt werden, dass diese merkwürdigen Sprüche, dass man seinen Platz jemand anders anbieten soll, das ist ein Quatsch. Und das ist ja auch die Revolution, die dann kommt von 1919 und was da erzählt wird. Und auf einmal ist das vorstellbar, also man kann dem folgen. Das war immer das Problem in dem Film, also Bilder zu finden, in denen man Text aushält, also wo man lange zuhören kann und gleichzeitig aber eine bestimmte Richtung sozusagen anschieben kann. Ja, man geht da durch die Stadt, ist alles ein bisschen unscharf, aber man hört da sehr präzise dazu. Deswegen. Und gerade in den Briefen von Ihren Großtanten, muss das gewesen sein, spielt die Straßenbahn immer wieder eine Rolle. Naja, wenn man sie dann nicht mehr benutzen durfte oder nur noch im letzten Wagen und dann durfte man nicht mehr sitzen oder es sei denn alle Aria. Also genau, das war im Grunde genommen, diese Geschichte ist eigentlich das, was mich zu dem Film gebracht hat. Ja? Muss ich mal so sagen, weil ich diese Briefe irgendwann entdeckt habe für mich, also bei meiner Großmutter hinter der Kommode und merkte, wie sozusagen die immer zunehmenden Einschränkungen des täglichen Lebens, also der Wechsel in immer kleinere Wohnungen, dann darf man nicht mehr rauchen, dann darf man nicht mehr sitzen in der Straßenbahn, der Bus darf überhaupt nicht benutzt werden und so. Und die Beteiligten, die es betrifft, also der Urgroßvater in dem Fall, der dann eben sagt, naja, dass ich nicht mehr rauchen kann, ist ja eigentlich gut, weil Rauchen ist ja ungesund. Und jetzt muss ich laufen, das ist eigentlich auch gut, wenn ich zum Friedhof will, weil dann bewege ich mich nicht. Also immer und merke nicht, dass es um ihre Vernichtung geht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, mich damit länger dann zu befassen, einfach, weil man das nicht mehr so los wird. Ne? Und dass alles so begriffen wird vom Alltag, das macht noch die Sache stärker ja. und zugänglicher.
Und was meinen Sie hinter der Kommode? Die waren versteckt? Nein, die hatte in so einer komischen, das war ja immer so, dass nach dem Krieg also dann viele Einfamilienhäuser geteilt wurden und dann kamen da mehrere Wohnungen rein und sowas, weil also das alles nicht war. Das war eben noch so. Und wir wohnten am Stadtrand, also meine Eltern und ich auch, eben mein Bruder und meine Großmutter eben auch. Und das war so, das passte nicht so richtig, da war so eine Zimmerecke, ja, und da stand da vorne so eine riesen Buffet. Eigentlich. Ja. Und dahinter war aber eine Ecke sozusagen, und da war Luft dahinter. Da konnte man. Und ich war noch Kind und war relativ dehn und konnte da noch drunter durch. Und da war ein Karton, und da waren Briefe drin. Und das waren die Briefe. Damit hat es angefangen mit den Briefen von meinem Vater und seinem Bruder aus dem Lager. Die lagen dort. Wann war das? Und die hatten so Briefumschläge und da waren überall diese violetten Marken mit Adolf Hitler, grün, rosa oder irgendwas. Ja, und da war der immer drauf. Und das wusste ich natürlich, wer das ist. Das war natürlich ungeheuer spannend. Ja. Also nimmt man das erstmal. Die Kinder nicht so machen. Oder so. Ja. Legt das erstmal weg, Schatz. So, und dann, irgendwann habe ich dann angefangen, das zu entziffern. Und habe dann wirklich das systematisch alles abgeschrieben. Und das war interessant. Unheimlich viel protokolliert, so viele Briefe, diese Art von Lebensläufe auch zu schreiben. Ja. Das ist was wir wahrscheinlich in Kanada nicht haben. So. Ich halte das für sehr lohnend. Es gibt so, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Großer Historiker. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Der hat gesagt, wenn man was verstehen will von Geschichte, dann muss man Biografien lesen. Und zwar Biografien von einfachen Leuten, von kleinen Leuten. Weil manchmal ist es so, also erstens sind es die Geschichte bezahlen. Also egal, welche Geschichte gerade stattfindet, die wird von kleinen Leuten bezahlt. Und nicht von denen, die dann in den Geschichtsbüchern stehen. Und dann ist es so, dass manche Dinge über Leute hereinbrechen können, richtig hereinbrechen, also wie das ja im Dritten Reich passiert. Oder für manche ist es völlig uninteressant, wer da gerade an der Macht ist. Also wer gerade sozusagen regiert, das ist völlig wurscht, das ist für die völlig uninteressant und spielt gar keine Rolle. Das war eine meiner ersten Geschichten, die ich aufgenommen habe. Das war in einer Kneipe in Berlin, das war in den 70er Jahren, da war ich noch so gerade bei der Armee oder zurück oder so was, also mit 19, 20. Und da habe ich in einer Kneipe in Berlin, da gab es eigentlich 3 Kneipen. Die eine, da waren immer Sozialdemokraten früher, dann das eine, da waren immer die Kommunisten und eine, wo die Nazis waren. Und die trafen sich dann immer und dann haben sie sich gehauen. Und so, das ist wirklich so in den 20 Jahren. Und das Publikum hat sich im Grunde genommen gehalten. Das waren sozusagen die Nachkommen von denen, die immer noch dort saßen. Das gab es noch in der DDR. Inzwischen nicht mehr. Jetzt sind da indisch und irgendwas, also ist vorbei. Aber und da habe ich in der ehemaligen Nazi-Kneipe habe ich ihn getroffen. Und der hat mir am Tisch praktisch sein Leben erzählt. Und das begann irgendwann 1906 und ging bis in die 70er Jahre. Und das war völlig wurscht, ob das der Kaiser war, die Weimarer Republik, die Nazizeit, das war für den völlig egal. Sozusagen immer, es war immer dasselbe. Der wohnte immer bei irgendwelchen Mütten, hat er gesagt, und so in irgendwelchen Puffs oder irgendwas. Und dann irgendwie immer ein bisschen betrogen und immer irgendwie ist er durchs Leben gekommen. Und, ja, und so war es halt. In welchem Viertel Berlins war das? Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, Wedding spielte das. Okay. So, das war ganz komisch. Da ist mir das aufgefallen, dass das, also für mich war ja klar, es gibt also die Nazi-Zeit, die Zeit und das und für den war das sowas von. Und das war interessant und deswegen dachte ich, muss man das sammeln, ja, so eine Geschichte. Haben Sie schon gemacht? Ich sammle sowas gerne. Ich habe ganz viele so eine Sachen. Okay, sammelt die noch nicht irgendwie. Haben Sie Notizbücher, wo Sie alles sammeln für kommende Filme? Ja. Oder, also was heißt Notizbücher? Ich schreibe nicht so viel auf, aber ich sammle halt viele Zettel und so eine Sachen. Ja. Und dann oder Geschichten oder Tagebücher auch. Ich hab eine Geschichte von, die ist auch toll. Ja. Da muss ich mal irgendwas draus machen. Also das ist jemand, der war Fahrstuhlführer im Adlon Hotel in Berlin. So ein junger Bursche. So. Und der hat immer aufgeschrieben, was er gemacht hat. Und der schreibt in seinem Tagebuch nur über Zigarrenbanderolen. Die hat er alle säuberlich eingeklebt. Und Weinetiketten und was weiß ich nicht, was ihm da spendiert worden ist. Weil natürlich war ein hübscher Junge und der ist dann angequatscht worden und wie das so geht. Und das schreibt er alle drauf. Und es kommt immer nur diese Kino vor. Der beschreibt Filme und alles sowas. Das ist wunderschön, ja.
Und es gibt erst im Jahr 1943 auf einmal einen Eintrag und da ist er in Warschau als Soldat. Und dann ist er auch beim Ghetto. Und dann gibt es eine Bemerkung, die politisch ist, wenn man so will. Er sagt, wir mussten das machen. Sonst würden sie es mit uns machen. Stimmt nicht, aber es ist halt so, so hat der. Ja, aber das gilt für die Sonst meisten kommt das von nicht uns vor. heute auch. Und dann, ja, und dann da gibt es noch ein Bild im Schnee, da steht er mit seinem Spieß, also mit seinem Offizier da, und die halten hinterm Rücken Händchen. Und Wehrmachtsuniform. Gibt's. So ein großes Foto. Ist schon, nach der Musik, also ist eine Geschichte einfach. Da ist, ja, nach dem Krieg ist er dann von der Stadtsicherheit erpresst worden, also später, als es die gab, Anfang der 50er Jahre, dann hat er als Wirt, also in der Kneipe gearbeitet und hat natürlich gespitzt. Klar. Und das ist, ja, das ist ein Leben, was so eins kommt zum anderen und auf einmal sind die Dinge so. Das finde ich immer interessant. Und so entstehen die Filme, dass Sie Ja. Ihre Zettel nochmal Ihnen anschauen und dann daraus... Naja, manchmal, aber nee, ich habe ja oft, naja, weil Sie nach Aufträgen gefragt haben, ich habe die meisten Sachen, die ich gemacht habe, sind Aufträge. ja. Muss ich mal sagen. Das ist ganz komisch. Also ich habe zum Beispiel, der womit ich so bekannt geworden bin, Stau, ja, oder sowas, ja, der ist, das war eine Frage von einer Produzentin, machst du was über Nazis? Ja, habe ich gesagt, klar, weil ich die nicht kenne, also will ich sie kennenlernen, also mache ich das. Also wenn ich nicht weiß, wer das ist, dann ist das ja auch interessant. Das war ja ist nicht anders, als wenn ich nach Argentinien fahre und die Koschas kennenlernen möchte. Also das Volk der Koschas da, das ist auch, weil ich sie nicht kenne. Das ist interessant. Okay. Und das ist dann auch vielleicht für die Zuschauer interessant, wenn man dabei ist, dieses Kennenlernen mit nachzuvollziehen. Und im Grunde genommen ist es mit der Familie auch so. Ich habe, wissen wir, in dieser Generation, also diese Jahrgänge 25 bis 29 oder so, die sehr, sehr jung waren am Ende, also im Krieg und am Ende des Krieges, da ist nicht viel gesprochen worden über diese Zeit. Also ich habe als Kinder von diesen Eltern sehr wenig darüber erfahren. Ich weiß nichts, was beim Vater im Lager passiert ist. Ich weiß das nur aus diesen Briefen. Und von daher habe ich auch natürlich ein anderes Verhältnis dazu, weil diese Intensität, mit der ich sozusagen erfahre, wie es jemandem geht, einfach in der Art und Weise, wie jemand... Sie meinen objektiver oder wie distanzierter zu der Geschichte oder wie? Bitte? Sind Sie objektiver oder haben Sie eine größere Distanz, weil Sie naja, nicht ist, Erfahrung haben? ja, man hat, ja klar habe ich da mehr Distanz, ja, aber es ist so, da wir darüber nie gesprochen haben und auf einmal sehe ich etwas in Texten oder Briefen, was ich sozusagen wörtlich nie gehört habe oder nie wahrgenommen habe oder so. Ja, dann ist das schon, ja, fängt da an zu graben, klar. Haben Sie viel geträumt, als Sie diese Briefe Also kann ich mich nicht erinnern. Das ist ja das Schöne daran. Wir haben nur, ich kriege eine Nachricht, 5 Minuten übrig und es gibt eine Frage auf Deutsch. Vielleicht sehen Sie sie auch. Mich beschäftigt, das ist eine, vielleicht von Tetjana die Frage, ich weiß nicht. Mich beschäftigt sehr der Unterschied zwischen dem alternativen Titel, das Verschwinden, und dem tatsächlichen Titel Heimat ist ein Raum aus der Auszeit. Für mich klingt das wie sehr verschiedene, beinahe konträre Blick auf Zeit. Wann sind Sie auf den neuen Titel gekommen und hat sich diese auf den finalen Film, den Schnitt, die Auswahl der Bilder zum Text ausgewirkt? Naja, ich würde es nicht überbewerten. Also im Grunde genommen, wenn man am Anfang, habe ich den Verschwinden genannt, weil das ein Titel war, den ich schon für was anderes mal verwenden wollte und das war sozusagen nur eine Hausnummer. Also das ist so, das hieß so, das war klar, das ist jetzt nicht fertig, sondern das ist einfach, das hat einfach diese Bezeichnung. Also es gibt keinen Bezug zwischen dem einen Titel und dem anderen. Es war nur klar, dass Verschwinden nicht der Titel bleibt, weil es kein guter Titel ist. Also zumindest nicht im Film. Im Kino reingehen, wo draußen dran steht, Verschwinden macht man nicht. Und das andere ist, da ist was, da muss man drüber nachdenken. Selbst wenn man nicht zu einem Ergebnis kommt, ist irgendwas, das merkt man sich und das ist ganz gut daran. Und es hat einen Widerspruch in sich, also weil Heimat wird ja mehr örtlich begriffen und auf einmal wird der Begriff der Zeit da reingebracht und das finde ich erstmal interessant. So. Und
denke, das gehört irgendwie zusammen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber da ist was. Wollen Sie vielleicht ein Essay dazu schreiben? Nee, lieber nicht. Ich habe, es ist so, nein. Nein? Nein, warum? Also ich mache lieber einen Film. Es gibt einen anderen Film, kann ich von erzählen. Ja, da habe ich eine ganz lange Einstellung, die geht auch fast 2 Minuten oder so ja, drin. Und der Film heißt Im Glück / Neger. Und es ist eine Geschichte über einen Jungen, der erwachsen wird. Der ist über 3 Jahre gedreht, der Film. Am Anfang 16 und am anderen war 19 oder was zum Schluss. Und immer mal. Und da gibt es eine Aufnahme in der Schönhauser Allee, da fährt ja oben die U-Bahn, also auf diesen Stelzen. Man kann da so schön durchgucken, das sieht dann so aus wie bei einer alten Film über Berlin sozusagen, da taucht das immer auf. Und da steht auf einmal rangesprayt von jemand, was ist Zeit? Die Frage. Ja. Und deswegen habe ich da gedreht, weil ich das toll fand. Ja, das hat mich so erinnert an Borges oder so Sachen, ja, wo dann also irgendwie so, das ist so. Und das hatte eigentlich eine Größe, wo diejenigen, die es gemacht haben, nicht begriffen haben, was sie da eigentlich Tolles machen. Und ja, das interessiert mich schon lange und hat damit zu tun. Haben wir noch Fragen? Nein, aber wir haben nur noch 2 Minuten. Vielleicht, ich bedanke mich ganz herzlich für das, fand ich ein super interessantes Gespräch von meiner Sicht. Und wir sind gespannt auf die weiteren Filme. Und ich ermutige alle, die den Film noch nicht gesehen haben, die uns jetzt, die live dabei sind, sich auch die Möglichkeit haben, bei Cinema Modern auf der Website sich den Film anzuschauen. Ist ein bisschen anstrengend, wenn man bloß einen kleinen Fernseher hat. Ich kann nur sagen, wenn man sich das auf dem Rechner anguckt oder auf dem Fernseher, ja, dann würde ich empfehlen, wenn man nicht eine gute Tonanlage hat, die auch entsprechend laut ist, ja, sondern sich Kopfhörer zu nehmen, weil das schafft so eine Konzentration. Man braucht eigentlich die große Leinwand, muss man so sagen. Weil die Situation im Kino ist ja was anderes als im Wohnzimmer. Also wo dann zwischendurch der Hund kommt und dann so, kommt noch dies und dann klingelt es, muss man raus oder irgendwas. Ja, das ist anders. Die braucht man schon, die Konzentration. Okay. Ja. Tatjana, vielen Dank, Herr Heiser. Ja. Genau, ich möchte mich auch nochmal, wir sind am Ende, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für das wunderschöne Gespräch bei Ihnen beiden. Und ich switche jetzt auf Englisch wieder. I switch to English again. Thanks a lot to our 2 speakers for this great conversation, and also for you to stay here to listen in and to ask questions. It's been really great to have you with us. And I just wanted to say that this conversation will be made available later on with subtitles for you to rewatch or to share with people who would like to watch it. Yes, and please don't forget to go to the pages of Cinema Modern and watch the film. I hand over to Beatrice, who wants to say some last words too. Thank you, Thomas Heiser. It was a beautiful movie, really loved it. And I hope you can go watch it on our webpage. It's super simple. You can go to cinemamodern.com. So thank you. Tschüss. Thanks a lot. Ich kann höchstens noch sagen, wenn jemand das nicht reicht. Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Filme im Netz, auch mit englischen Untertiteln, die man sich angucken kann. Zum Beispiel Material findet man auf Vimeo oder sowas, englisch Untertitel. Das ist also nicht uninteressant, einfach so. Aber man kann auch einfach googeln, man findet es. Ist auch die letzten Jahre der Titanic auch online zugänglich? Mit der Titanic habe ich nichts mit zu tun. Oh, Entschuldigung. Muss ich das Jetzt ist es vorbei, es ist noch 3 Wochen. Nee, es gibt eine ganze Menge, das muss man dann gucken, das kriegt man nur mit VPN, weil die dann natürlich dann Geoblocking drin haben und sowas alles. Ja, da muss man sich ein bisschen auskennen, aber man findet, wenn man will.
Auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel. Ja, ist auch, aber nicht zugänglich in Kanada. Ich wollte Ihnen gucken. Nee, da müssen Sie nur ein VPN haben, dass Sie, Okay, sagen ja, können, Sie sind halt in Deutschland. Das ist in nur Deutschland, ja. darum. Naja. Okay. Okay, gut. Dann nochmal, thanks a lot to everybody. We finished the session here. Thanks, we've been very honored to have you. Thomas Heise, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Zeit dafür hatten und genau, vielen Dank und bis zu einem anderen Mal. Gut, gehen wir jetzt raus oder schmeißt du uns raus?